Moin moin Freunde, oder auch. Guten Abend. Boah, ich kann nichts sehen. Es ist einfach, es blendet mich. Ich bin jetzt schon eine Weile hier fast im Wald. Ich bin gerade auf so einem Feld. Hier laufen irgendwelche Tiere rum. Ich weiß nicht, was das soll. Hey, komm mal raus da hinten. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wildcampen. Puh, ich zeige euch das jetzt mal mit der Taschenlampe. So, als erstes zeige ich euch, wo ich ungefähr bin. Das ist hier so ein Wald am Stadtrand unserer Stadt. Und ich befinde mich gerade hier und möchte dann hier rüber gehen, dahin, hierhin, damit ich sage ich mal, nicht weit weg bin vom Feld und auch im Wald gut versteckt bin, sozusagen. So, da hinten, da ganz hinten kann man noch ein paar Lichter der Stadt sehen, aber das sind schon so 6-7 Kilometer und wir versuchen uns jetzt hier heute irgendwo ein Lager zu suchen. Seht euch das mal an hier. Ein Baum ist umgefallen. Ich mag ja solche umgefallenen Bäume immer, weil man kann sich hier unten drunter gut verstecken. Das ist hier so eine Kuhle. Da kann man hier irgendwie sein Tarp überspannen und dann hat man auch ein Zelt. Und man kann eventuell noch ein Feuerchen machen, dort an der Wand. Dort, wo diese in der Mitte hier diese richtig große Wurzel ist. Und dann geht das Feuer hoch. Es ist richtig geil. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall da oben hin. Boah, ist das heftig hier. Wir gehen jetzt auf jeden Fall da oben hin und suchen uns einen Platz. Und müssen unser Tarp spannen und alles. Ich habe diesmal keine Luftmatratze mit, ich habe eine Isomatte mit. Und ich hoffe, das wird mir heute Nacht reichen, weil ich habe keine Lust. Wir sind in einer extremen Situation und ich habe da keine Zeit für, meine Luftmatratze aufzublasen. Wir haben hier in der Nähe ein Tierheim mit sehr, sehr stark bellenden Hunden und laut bellenden Hunden. Ich hoffe mal, dass es hier Django nachts nicht ausmachen wird. Die bellen ja immer noch, ist schon längst Schlafenszeit, ey. Hier zu unserer Linken haben wir einen Wald, der sowas von durchwuchert ist. Ich kann hier noch nicht mal reingehen. Also sehr schwer. Und ich habe da vorne, also hier ist so eine Art Eingang. Ich weiß nicht, ob hier Tiere durchgehen oder Menschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich muss meine stärker machen, das Licht. So. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was das da hinten ist. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mulmiges Gefühl, da einfach so jetzt reinzugehen. Hier ist relativ offen. Es scheint so, als würde das ein Zelt. Nee, auch ein umgefallener Baum. Ach, hab ich mich schon. Hier gibt es sehr viel Holz. Hier ist relativ. Die Hunde da hinten, die bellen, die verrückt. So, wie machen wir das jetzt? Wo machen wir das? Es ist ein bisschen. Oh, und hier laufen Tiere rum. Hier laufen irgendwelche Tiere rum. Mama, Mama. Und so wie ich das kenne, wacht man dann auf an einem komplett anderen Ort. Man erkennt den Wald nicht wieder, wo man reingegangen ist. Aber das soll uns nichts ausmachen. Wir wissen jedenfalls jetzt, dass wir zu unserer Rechten oder beziehungsweise zu unserer Linken das Feld haben, wo wir sicher sein können, wenn irgendwas ist, können wir aufs Feld gehen und versteht ihr, wie ich das meine? Können wir aufs Feld gehen und sind dann wieder in Sicherheit. Mensch, komm hier hin, Django. Hopp. So. Ich denke mal hier ist einigermaßen gerade. Jetzt müssen wir gucken, wie wir unser Tarp spannen. Eins kann ich noch dazu sagen. Man hat nachts auch richtig Orientierungsschwierigkeiten. Also wenn ich mich jetzt hier einmal im Kreis drehe, weiß ich nicht mehr, von welcher Seite ich reingekommen bin. So, als erstes
mache ich mir ein bisschen warmes Licht mit meiner schönen Laterne. Etwas Benzin. Ein bisschen Luxus muss doch sein. Guck mal, das müsste die ganze Nacht reichen. Es werde Licht. Hui. Sauber. Gefällt mir richtig gut. Hoffentlich nicht. So, das Tab, das steht so einigermaßen. Ich mache das gleich noch ein bisschen fester. Aber jetzt müssen wir erstmal Feuer anmachen. So. Dornbusch. So. Ganz schnell. Die Hunde, die bellen ohne Ende hier. Hoffentlich bellt Django nachts nicht. Also, bis jetzt muss ich sagen, hat es ja doch eigentlich ganz gut geklappt. Mit dem Lagersuchen und Feuer anzumachen. Ich muss dazu sagen, in diesem Wald ist es sehr trocken. Obwohl es hätte nicht so trocken sein sollen. Ich war nämlich jetzt vor ein paar Tagen auch im Wald, aber etwas höher gelegen, wo ich sonst auch hingehe. Und dort ist das Holz nicht so trocken. Also man merkt schon einen richtig großen Unterschied zwischen den einzelnen Wäldern. Wie die Gegebenheiten sind, wie das Holz ist. Dieses Holz brennt zum Beispiel nicht so lange. Das ist so alles, ja, hier liegt sehr, sehr viel morsches Holz rum. Hier, ne, das ist eine Wurzel, aber die ist auch kaputt. Hier zum Beispiel, das ist, was sind das für Bäume? Das ist ein Mischwald. Hier sind Buchen neben Eichen und dieses morsche Holz, das hält einfach nicht so lange. Aber dafür habe ich viel Holz und das macht viel Flamme, also viel Licht. Ja, ich zeige euch das mal kurz, wie das hier aussieht. Das Feuer. Hinten ist Django. Hier ist das Feuerchen. So sieht das aus. Ja, mach mal Licht aus. So, meine Batterie ist leer. Ich muss gleich wechseln.
Oh. Naja, Leute. Ich denke mal. Das wird heute ein eher kürzeres Video. Ist nicht so aufregend. Sich nachts ein Lager zu suchen, ist halt ein bisschen umständlich. Macht aber nicht so viel Spaß wie tagsüber, wo man noch Zeit hat, viele Sachen vorzubereiten. Auf jeden Fall gehe ich gleich erstmal pennen. Vielleicht mache ich die Steaks morgen früh. Ich überlege es mir noch. Falls nicht, sollte diese Szene gar nicht stattfinden. Seit Jahrhunderten haucht die Fürstenfamilie Lippe dem Detmolder Schloss Leben ein. Stefan Prinz zu Lippe ist inzwischen das Oberhaupt des Hauses. Hinter den Mauern führt der Prinz mit seiner Frau Maria, Prinzessin zu Lippe, und Alfie und 5 gemeinsamen Kindern ein fast normales Familienleben. Doch wie ist es eigentlich, in einem Märchenschloss zu leben? Die Hunde im Tierheim, die spielen verrückt. Die bellen sogar nachts. Durchgehend. Ich bin froh, dass Django da jetzt nicht mitmacht. Ich stelle mir das bisschen so vor wie eine Psychiatrie. Man muss sich mal vorstellen, ein Hund kommt ins Heim, war vorher bei einer Familie, alles war gut, hat Aufmerksamkeit bekommen, wurde ausgelastet, also hat den nötigen Auslauf bekommen, auch sowohl physisch als auch psychisch. Und jetzt kommt dieser Hund, weil er aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gehalten werden kann, in so ein Tierheim, wo lauter andere Hunde sind, fremde Hunde, die den ganzen Tag bellen. Und dann noch in so Käfigen, sag ich mal, mit 10 Quadratmetern Platz. Und die kriegen dort nicht die nötige Aufmerksamkeit. Also ich stelle mir das vor wie eine Psychiatrie. Das muss richtig schlimm sein für einen Hund. Und deshalb, als Django das erste Mal Vater geworden ist, haben wir beschlossen, dass die Welpen nur an Leute gehen, die wirklich auch ja, ein bisschen Erfahrung haben, ein bisschen reifer sind. Am besten mit Haus und Garten. Und mit 2 davon habe ich noch Kontakt. Mit einem, glaube ich, hat noch der Andi Kontakt. Und den Hunden geht's gut, die gehen zur Hundeschule. Ey, ich bin hier kurz davor abzubrechen. Die Hunde da hinten bellen. Django lässt sich davon nicht beeinflussen, aber hier im Hintergrund kam gerade ein Reh, ungefähr so 20 Meter. Das habe ich selber gehört, obwohl das Feuer an ist. Oder das war ein Waschbär. Oder ein Wildschwein. Dieses Waldstück hier, in dem ich bin, das ist auch sehr... Ja, das meine ich. Ruhig jetzt. Ruhig. Und ich weiß, dass er nur aufpassen will, aber so kann ich dann nicht schlafen die ganze Nacht. Also das... Und der... Hey, jetzt bist du ruhig. Jetzt ruhig. Komm hier. Wahrscheinlich hat hier eine Rehfamilie ihr Zuhause und wir sind jetzt hier reingegangen. Das Waldstück ist nicht groß. Ich überlege mir das. Vielleicht machen wir die Hähnchensteaks dann einfach auf den Grill oder in die Pfanne. Auch das gibt's. Leider. Es ist zwar jetzt ruhig, aber jetzt in den nächsten 5 Minuten fängt es wieder an. Das sehe ich jetzt schon. Also da möchte ich ungern hier schon. Richtig mal 5 Minuten nicht, fängt's an. Ja, die Rehe oder die Schweine oder keine Ahnung wer das ist, die denken wahrscheinlich auch hier,
Die sind gerade weggegangen. Wir gucken erstmal, was da los war. Weil ich bin ja ruhig die ganze Zeit, ne? Ich genieße einfach nur das Feuer. Das ist echt kacke hier. In der Zivilisation hier überall da. Einen Kilometer weiter bellen die Hunde, dann fliegen hier die Flugzeuge lang und... Ach, ne. Lieber gehe ich richtig tief in den Wald wieder, in meine Hütte. Und da habe ich Ruhe. Und ich hatte mir heute Mittag so ein schönes Butterbrot gemacht. Das wollte ich noch genießen mit euch zusammen. Aber, Leute, Daumen hoch für das Butterbrot. Für das Butterbrot. Und? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute, Django und Pantoja machen Schluss für heute, Schluss für heute.